Hi, also wir sind Jackie und Julia von Midgard Gardening Project und im Rahmen unseres Gartenprojekts wollten wir heute ein kleines Video filmen für euch, in dem wir euch etwas über die Ringelblume erzählen und Ja, genau, wir zeigen euch auch noch, wie man verschiedene Tinkturen und Öle herstellen kann. Natürlich aus Ringelblumen, weil das Hauptthema Ringelblumen ist. Und ja, ganz einfach zum selber machen. Könnt ihr auch dann nochmal auf unserer Homepage die Rezepte nachlesen, wie es am besten funktioniert und welche Mischungen ihr dann verwenden könnt, also welche Substanzen. genau, und auf unserer Facebook- und Instagram-Seite findet ihr noch viel mehr Bilder, Videos und noch andere Informationen. Okay. So, wir sitzen hier vor unseren Ringelblumen. Hier haben wir eine schöne Ringelblumenblüte. Die Ringelblume ist eine sehr alte Heilpflanze. Die wird bei den verschiedensten Leiden verwendet, bei Leberleiden, bei Gallenleiden, bei Muskelkrämpfen, als Öl zum Einreiben, wenn man nicht gut einschlafen kann oder unruhig ist oder ein bisschen ängstlich, als Tee, vor allem vor dem Schlafengehen. Ja. Ja, das Tolle an diesen Pflanzen ist, wie bei allen anderen Pflanzen auch, größtenteils, man kann die Samen weiterverwenden. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so sehen kann. Ja, doch ein bisschen. Genau, die sammelt man einfach am Ende der Blütezeit ab, kann die dann auch aufbewahren für ungefähr ein Jahr, kann die dann irgendwo wieder einpflanzen und dann hat man eigentlich unendlich Ringelblumen. Genau, wir verwenden die Ringelblumen meistens für Tee oder für Tinkturen oder Öle. Äußerlich und wie innerlich, einfach wenn man sich nicht gut fühlt, wenn man einen grippalen Effekt hat, vielleicht irgendwie eine Entzündung im Körper oder zu viel Sport gemacht hat, Muskelkater zum Einreiben, dann ist die Ringelblume einfach immer ein super Kraut. Ja. Ja, genau, man kann, hast schon gesagt, äußerlich und innerlich kann man sie anwenden, als Öl oder Tinktur. Das werden wir euch dann vielleicht einfach jetzt schon zeigen, oder? Ja, Filtern wir mal. wir filtern jetzt unsere Ringelblumentinktur für euch. Ich hoffe, es funktioniert Tinktur. Es funktioniert jetzt, so wie wir uns das vorgestellt haben. Okay, das ist das, was ist denn, wo ist denn, das andere ist irgendwo ganz woanders. Okay, egal. Warte mal, die Samen. Das ein bisschen unvorbereitet vielleicht gerade, aber es wirkt authentisch, also okay, lassen wir drin. So sieht das ungefähr aus. Wir haben hierfür einfach Ringelblumenblüten verwendet, nur die Blüten, weil dann kommen die Samen nachher noch. Genau, also nur diese Blütenblätter, die haben wir einfach abgezupft und den Blütenkelch haben wir einfach stehen lassen, sodass sich noch Samen bilden. Genau, das Ganze wird dann mit Öl übergossen, am besten natives Olivenöl, Ja, hochwertiges Olivenöl. Genau. Das wird am besten so weit übergossen, dass alles ein bisschen schwimmen kann, weil sonst schimmelt das und dann kann man es nicht mehr benutzen. Genau, wir füllen das jetzt alles in dunkle Gläser, damit es auch gut von der Sonne geschützt ist. Alter, was Filtern es durch einen Trichter und einen Kaffeefilter und wir versuchen das jetzt mal zu öffnen. Ja, Dauert vielleicht ein bisschen. In der Zeit hole ich vielleicht mal das andere Zeugs. Okay. Jetzt wäre vielleicht ganz gut, wenn man einen Mann dabei hätte. Nein, wir sind stark, wir sind wir besser. sind stark. Wir sind besser. So, okay, genau, das wäre dann nämlich unsere Tinktur. Da haben wir die kompletten Blüten, also mit allem drum und dran verwendet und mit Wodka überkippt. Wir haben Wodka genommen in dem Fall, weil Jackie ja glutenunverträglich ist und wir nicht genau wussten, ob in Doppelkorn jetzt Gluten drin ist oder nicht. Also vorsichtshalber, Wodka funktioniert auch für Leute, die glutenunverträglich sind. Das Ganze muss übrigens auch schwimmen und das sollte man täglich einmal gut durchschütteln, damit sich alles schön verteilt. Alles klar. Enthalten wir das einfach. Ja, so. Versuchen jetzt. Warte mal, der Trichter. Ach ja, der Trichter. So. Okay, gießen das das wird jetzt mal völlig vorsichtig. in die Hose gehen wahrscheinlich, aber wir geben unser Bestes. Wir versuchen Ja, genau. Aber Das wird dann funktioniert. einfach so reingekippt. es. Hier. Abgießen. Und das hier das ist ein irgendwie- bisschen voll geworden, aber wir lassen es einfach jetzt mal hier unten stehen. Ihr habt ja gesehen, wie es funktioniert. Genau, das kann jetzt einmal hier durchlaufen.
Warte mal, irgendwo, wo es nicht umkippt, weil hier der Boden echt unregelmäßig ist. In der Zeit kann man dann die Tinktur am besten in so kleine Tropffläschchen füllen. Wir haben jetzt in dem Fall einfach normale Medikamentenflaschen genommen, hier diesen Tropfer in der Mitte entfernt, gut ausgespült. Da füllen wir dann rein, dann kann man den Tropfer wieder drauf tun und dann hat man Das war Wasser, weil ich es aufgespült habe. eine gute Möglichkeit, das zu dosieren. Gut. Ja, das passt aber so gerade. Das war der kleinste, den wir hatten. Ziemlich knapp, aber es geht. Okay, das wird jetzt ein bisschen kompliziert. Vielleicht hätten wir einfach eine Konstruktion bauen sollen. Ja, funktioniert aber. Warte mal, ich weiß gar nicht, wie viel. Es läuft Okay, gut durch. es läuft durch. Man sieht es Genau. wahrscheinlich jetzt hier nicht, aber Wird also schon immer fast voll sogar. Aufpassen, wie voll man das macht. Man vertut sich echt schnell, Ich dachte auch, da sodass passt das mehr einfach ziemlich schnell überläuft. rein. Ein bisschen geht noch. Ah, da ist noch ein bisschen. Ah, da ist okay, das reicht. Ja, Mehr geht nicht. Okay, jetzt stell mal. Nee, das müssen wir halten. Ich halte es so lange. ich nehme jetzt mal eine etwas größere Flasche, wieder eine alte Medikamentenflasche. Das Schild hat leider echt ein bisschen eklig geklebt, aber das kann man nachher noch einfach reinigen. Wenn ihr mal so Probleme habt, dass irgendwie ihr was Schild irgendwie entfernen wollt und das echt eklig klebt, dann versucht es mit warmem Wasser zu entfernen. Wenn das nicht geht, nehmt ein bisschen hochprozentigen Alkohol, dann geht es auf jeden Fall irgendwann ab. Genau, anschließend übrigens die Fläschchen am besten beschriften, weil man vergisst echt schnell, was drin ist. Am besten auch mit Datum versehen. Also ich würde so eine Tinktur jetzt nicht länger als 1,5, maximal 2 Jahre vielleicht aufbewahren. Auch wenn Alkohol drin ist, es hält sich auch nicht ewig. So, das ist schon mal gut durchgelaufen. Minimal geht noch rein. Und immer an einen kühlen, trockenen, dunklen Ort stellen zum Aufbewahren. Dann hält es sich noch mal ein bisschen länger. Man kann es auch in den Kühlschrank stellen, aber bei Salbe und Öl ist das vielleicht nicht ganz so angenehm, weil das dann viel zu kalt ist und auch meistens ein bisschen härter wird. Das ist dann zum Auftragen nicht mehr ganz so angenehm. Okay, erste Fläschchen ist fertig. Wo ist denn der Deckel? Den Deckel habe ich verloren, ne? Der Deckel ist da. Gefunden. So. Das ist das. Ja. Ah, ja, hier ist noch eins. Das braucht, glaube ich, ein bisschen länger noch. Man kann es ja mal drücken. Hier, wenn es nicht schnell genug läuft, wie ich gerade feststelle, es läuft echt langsam durch. Vielleicht einfach mal mit Liebe nachhelfen und ein bisschen quetschen. Klappt auch nicht besser. Okay. Sonst Man muss einfach dann- warten. Früher oder später wird es schon durchlaufen. Weil das ist meistens, wenn man irgendwie Öle ansetzt, dass es ziemlich langsam einfach tropft, weil die Öle einfach, ölig sind. Sehr ölig. Und wahrscheinlich verstopft der Filter auch ein bisschen durch die Blütenreste und die ganzen Krissel, die sich da abgesetzt haben. Vielleicht kann man den gleich auch nochmal wechseln. Ist übrigens unser erstes Mal, dass wir das Öl durchfiltern bzw. generell machen. Von daher nicht allzu streng sein mit dem, was wir Ja. hier gerade tun. Okay, Gut. zweite Fläschchen. Das zweite Fläschchen, etwas größeres, mit der Tinktur befüllen. So. Okay. Ja, läuft wieder ein bisschen langsam. Ich weiß nicht, ob man das Platschen jetzt gehört hat. Wahrscheinlich. Ich habe gestern eine Sprachnachricht aufgenommen und Hendrik hat die ganze Zeit dieses Flabbeln gehört. Das war echt, glaube ich, komisch. Also ich habe mir die auch angehört. Das hat sich komisch angehört. Wahrscheinlich hört man das jetzt im Video auch. Ja gut, das gehört aber einfach dazu. Also wie man merkt, wir sind ein bisschen komisch, aber Wir möchten uns aber auch bemühen, seriös wir möchten, zu sein. wir möchten authentisch rüberkommen, wie wir wirklich sind, uns nicht verstellen. Genau, das ist, Das ist uns eben sehr wichtig, darum kommt das ihr hoffentlich damit zurecht. wird ein bisschen knapp. Ich glaube, man muss jetzt mal eben schnell hier. Obwohl, Ach, das geht, glaube ich. ja, dann haben wir jetzt noch ein bisschen Zeit zum Reden. Was kann man denn noch so hier erzählen? Ach ja, genau, warte mal. Ja, wahrscheinlich ist die Schnittstelle jetzt ein bisschen komisch, weil wir gerade festgestellt haben, dass man nur eine Begrenzung von 10 Minuten Filmzeit hat hier bei dieser App.
Und das Video einfach irgendwann abgebrochen ist. Genau, also wir haben euch eben auch schon erzählt, wir hatten ein kleines Blattlausproblem. Hier sieht man das sehr gut. So sieht ein Blattlausbefall aus. Die anderen sehen noch schön aus, aber da leider eben nicht. Genau, ich drehe nochmal in der Hoffnung, dass es funktioniert nicht. Okay, dann schneiden wir nochmal. Ja, also Blattläuse sind eigentlich relativ normal. Die treten immer wieder auf in den verschiedensten Pflanzen. Wir benutzen meistens Brennnesseljauche, um die Blattläuse loszuwerden. Das funktioniert sehr gut. Wir sprühen die Pflanzen damit ein, gießen die Pflanzen damit, weil die Brennnesseljauche den Geschmack der Pflanzen verändert, sodass die Blattläuse und andere Schädlinge die Lust an den Pflanzen verlieren und von alleine gehen. Brennnesseljauche ist auch ein super Dünger. Wir gießen so alle paar Wochen damit, bei Blattlausbefall oder bei sehr starkem Blattlausbefall fast täglich, beziehungsweise sprühen die Pflanzen täglich damit ein. Ja, unsere Kapuzinerkresse hatte auch Blattläuse den ganzen Sommer über, sie hat es auch überstanden. Sie hat schon etwas verblüht, weil der Sommer auch einfach extrem heiß und trocken war, es kaum geregnet hat und hier wirklich meistens die pralle Sonne drauf steht. Aber so weit, so gut haben eigentlich die meisten Pflanzen alles gut überstanden. Wir können auf jeden Fall zufrieden sein. Da sieht man die Reste unserer traurigen Kapuzinerkresse. So, jetzt drehen wir mal wieder, damit ihr noch mal sehen könnt, was wir hier so machen. Einen Moment. So, da sind wir wieder. Mittlerweile ist alles ein bisschen weiter durchgelaufen. Das zweite Fläschchen der Tinktur ist fertig. Es fehlt nur noch eins. Fest verschlossen, damit der Alkohol auch nicht verdampft. Das ist schon das volle. Das leere ist hier. Gut. Passt auch wieder sehr knapp. Also empfehlenswert sind wirklich Trichter in verschiedenen Größen für verschiedene Größen von Flaschen. Zu groß klappt dann leider nicht. Ja, ich glaube, das reicht, oder? Ja. Wahrscheinlich ein bisschen viel. Vielleicht passt es auch. Okay, das dauert wieder ein bisschen. Ich halte es einfach mal, weil hier ist der Boden echt uneben. Sonst kippt es gleich um. Das Öl ist mittlerweile Fast bis zur Hälfte durchgelaufen. Können wir gleich den Trichter vielleicht mal, ach Quatsch, den hier, wie heißt das Ding? Den Kaffeefilter. Richtig, Kaffeefilter. Einmal tauschen. Ja. Was ich hier mache, ist gerade den Kaffeefilter ein bisschen auswringen, damit auch das restliche Öl da gut durchfließt. Ja, das war viel zu feste. Aber sonst würde man halt auch relativ viel von dem Öl verlieren, das wäre ja ziemlich schade. Also gutes Olivenöl zum Beispiel ist ja auch nicht unbedingt billig. Ja, man kann aus den hübschen Ringelblumen auch eine super Creme machen. Das Rezept findet ihr auf unserer Facebook-Seite und unserer Instagram-Seite und auch auf unserer Homepage. Wenn ihr keine Lust habt, Tinktur oder Öl herzustellen, können wir euch nur Ringelblumentee empfehlen. Der hilft wirklich bei fast allen Leiden. Super zum Einschlafen abends. Die Ringelblumenblüten sind auch eine wunderschöne Dekoration für Süßspeisen oder für Salat. Wenn man jetzt die ganzen Blüten nimmt oder die einzelnen Blätter, ist egal, es ist alles essbar. Alles in allem eine wunderbare Pflanze, die auch ihren festen Platz in der Heilkunde hat und auch in einem Garten ihren festen Platz haben sollte, sollte man einfach immer ein super Arzneimittel immer zu Hause zur Verfügung. Hatten wir eigentlich das Rezept von unserem Grillen hochgeladen? Eigentlich schon, ne? Ja. Genau, da findet ihr dann nämlich auch eine Kräuterbutter. Da sind auch ein paar Ringelblumenblüten drin. Das war echt verdammt lecker. Das erste Mal ausprobiert. Und ja, war gut. Also kann man nur weiterempfehlen. Ja, und das ist jetzt ein bisschen übergelaufen. Okay, der Rest Ja gut, ist das nur ein macht bisschen. nichts. Geht in den Rasen. Da auch was von. Okay, und das ist unser letztes Fläschchen. Wir haben jetzt also 2 kleine Fläschchen und ein großes Fläschchen voller Ringelblumentinktur. Das reicht auch erstmal, so viel braucht man davon nicht. Für uns beide, Freunde und Familien, sollte das erstmal reichen, sonst ist auch relativ schnell Neues eingesetzt. Man braucht nur Alkohol, hochprozentigen Alkohol, klaren Alkohol und Ringelblumen. Genau, das Öl läuft immer noch weiter fröhlich durch und wir haben gerade mal noch 3 Minuten. Ja, nee, 3 Minuten 8, 9? Ja. Okay, also haben wir noch ein bisschen Zeit, bevor die 10 Minuten wieder um sind und wir nicht merken, dass wir weiter reden, so wie eben. War ein bisschen doof. Naja. Aber gut, ja. Ne, ist eigentlich
Achso, hier noch, wir haben noch Nachtkerzenöl. Nachtkerzenöl angesetzt. Ein super Öl für die Haut. Nachtkerzenöl ist sonst ziemlich teuer, Entschuldigung, wenn man es im Laden kauft. Es enthält ziemlich viele Stoffe, die die Haut positiv beeinflussen, sei es, ob man jetzt irgendwie trockene Haut hat oder irgendwelche Hautirritationen oder es auch einfach als Creme benutzen möchte. Es ist immer für die Haut ein super Mittel. Und die Nachtkerzenblüten und die Knospen und die Wurzel, eigentlich die ganze Pflanze ist auch essbar. Das hatten wir schon mal in einem Instagram-Video erwähnt bei IGTV. Also die Nachtkerze ist auch eine sehr schöne Pflanze, ursprünglich aus Nordamerika, ist aber mittlerweile überall in Europa eigentlich heimisch. Ist auch eine wundervolle Heil- und Gemüsepflanze. Wuchert auch sehr schnell, was sehr positiv ist, in dem Fall der Nachtkerze auf jeden Fall. Ja, genau. Also wie man das Öl herstellt, es gibt nämlich da so kleine Stempelchen, die muss man besonders absammeln. Nach der Blütezeit werden wir euch auch nochmal in einem anderen Video erklären. Da könnt ihr dann ja, einfach ab und zu mal reinschauen, ob wir neue Videos hochgeladen haben oder Genau. eben nicht. Wir kündigen unsere Videos auch mal an, bei Facebook oder bei Instagram oder auf unseren privaten Instagram-Seiten. Also könnt ihr es eigentlich nicht missen, wenn ihr uns bei Instagram folgt, erfahrt ihr auch immer, wann das nächste Video online gestellt wird. Genau. Das war's eigentlich. Oder fällt uns noch irgendwas ein? Was wir Das tun war es können? erstmal zur Ringelblume. Bei Fragen auf jeden Fall könnt ihr uns natürlich jederzeit anschreiben, über das Kontaktformular bei der Homepage, Facebook oder Instagram. Wir stehen euch immer mit Rat und Tat zur Seite, also seid nicht schüchtern, fragt uns einfach. Genau. Also ja, das ist jetzt übrigens auch für unsere deutschsprachigen Fans. Einer hat sich nämlich beschwert, er würde gern mehr deutsche Videos sehen. Also voilà, ein deutsches Video. Untertitel da irgendwo, genau da. Werden folgen, bei YouTube auf jeden Fall. Und bei Instagram eventuell. Ich weiß aber nicht, ob wir das jetzt alles so schnell hinkriegen. Also erstmal wird es halt rein in Deutsch hochgeladen. Dann mit Untertiteln bei YouTube Genau. und dann noch bei Instagram. So, dann verabschieden wir uns und schaut bald wieder rein. Ja, tschüss.